Heute bei Backstage bei TQ Embedded geht es um Echtzeitfähigkeit und die Umsetzung mit Feldbussystemen. Mein Name ist Andreas Willig und ich bin Produktmanager bei TQ Embedded. In der heutigen Folge geht es um eine Herausforderung, die viele Kunden von uns haben: echtzeitfähige Kommunikation über Feldbussysteme realisieren. Was ist die Herausforderung? Ein Kunde von uns hat sich vorgenommen, einen Operationsroboter zu bauen, der in Echtzeit Anweisungen des operierenden Arztes ausführt. Dabei ist höchste Genauigkeit gefordert. Die Echtzeitkommunikation spielt eine große Rolle, da Messwerte, Motorenstellungen und Positionen erfasst und in einem Bruchteil von Sekunden verarbeitet werden müssen. Aber wie schafft man das? Mit einem Feldbussystem. Feldbusse sind drahtgebundene Kommunikationssysteme zwischen einzelnen Komponenten in einem Netzwerk, die als Slaves bezeichnet werden. Diese Bussysteme kommen hauptsächlich in der Automatisierungs- oder der Fertigungstechnik zum Einsatz. So werden über Feldbusse zum Beispiel Motoren oder Sensoren gesteuert. Feldbussysteme arbeiten zum Beispiel im Master-Slave-Verfahren. Der Master übernimmt die Steuerung der Prozesse und erteilt Aufgaben. Die Slaves im Netzwerk verarbeiten Aufgaben und teilen dem Master das Ergebnis mit. In unserem Beispiel des Operationsroboters wird deutlich, wie wichtig die Echtzeitkommunikation über Feldbussysteme ist. Wenn der Operateur eine Bewegung ausführt, muss die Steuerung diese erfassen und über die Feldbusverbindung entsprechend Befehle an den Slave, in diesem Fall ein Schrittmotor, weitergeben, damit das Werkzeug am Patienten den gewollten Befehl korrekt ausführt. Dies passiert in Echtzeit, also einer vorgegebenen Zeit, in welcher der Master dem Slave eine Aufgabe erteilt und eine Antwort von diesem zurückerhalten muss. Die technische Grundlage für Feldbusse liefern Embedded-Module. Wichtig bei den Modulen ist, dass die CPUs über spezialisierte Zusatzcores oder Beschleuniger verfügen, über welche die Echtzeitkommunikation ablaufen kann. Diese integrierten CPU-Funktionalitäten machen es möglich, dass auf eine aufwendige FPGA-Lösung und das resultierende komplexe Design verzichtet werden kann. Verschiedene Embedded-Plattformen von TQ nutzen gezielt diesen Ansatz und ermöglichen es so den Einsatz von Feldbusprotokollen. Wie relevant ist die Herausforderung echtzeitfähiger Kommunikation über Feldbussysteme in anderen Branchen? Industrielle Kommunikation ist in der Industrie allgegenwärtig. Nahezu jede Fertigungsmaschine kommuniziert über ein Bussystem mit einer Steuerung, die diese überwacht oder Änderungen am Prozess vornimmt. Daher hat die Echtzeitfähigkeit eine sehr große Bedeutung in der Industrieautomation. Darüber hinaus findet sich echtzeitfähige Kommunikation über Feldbusse in vielen weiteren Branchen wie der Medizintechnik, Messtechnik und der Energieversorgung. Wie wird sich das Thema weiterentwickeln? Es ist ein klarer Trend, dass Ethernet-basierte Systeme weiter an Bedeutung gewinnen. Allein im Jahr 2019 auf 2020 stiegen die neu installierten Feldbusknoten auf Ethernet-Basis um 5% an. Gleichzeitig wurden 5% weniger Knoten auf Basis älterer Systeme wie Profibus installiert. Die Vorteile von Ethernet-basierten Feldbussen liegen klar auf der Hand. Flexible Topologien, weniger Verdrahtungsaufwand, mehr Datendurchsatz, einfache Erweiterung von bestehenden Netzwerken, bessere Echtzeiteigenschaften und die Integration von Safety-Protokollen. Speziell das Thema Smart Factory ist mitverantwortlich, dass die entstehenden Datenmengen schnell, effizient verarbeitet und weitergeleitet werden müssen. Der Markt an Feldbus-basierten Systemen ist groß und wird in der Zukunft noch mehr wachsen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Feldbusse zum Beispiel auf RS485-Basis bei bestehenden Systemen noch am Markt vertreten sind. Bei Neuinstallationen und Erweiterungen kommen vermehrt die neueren Ethernet-basierten Systeme zum Einsatz. Vielen Dank fürs Zuhören. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne bei uns melden.